Ja, und CDU-Chef Friedrich Merz, er will nicht mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht zusammenarbeiten. Das sei völlig klar, das haben wir auch immer so gesagt, so Merz in der ARD. Wir arbeiten mit solchen rechtsextremen und linksextremen Parteien nicht zusammen. Merz fügte hinzu, für Frau Wagenknecht gelte beides. Sie ist in einigen Themen rechtsextrem, in anderen wiederum linksextrem. Merz betonte, wir wollen Mehrheiten gewinnen. Im September stehen ja Landtagswahlen in den 3 ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Thüringen an. Über diese Aussage, aber vor allem auch über die jungen Wähler, die wir jetzt hier so viel gesehen haben, möchte ich sprechen mit Johannes Winkel, er ist Bundesvorsitzender der Jungen Union. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Guten Morgen, hallo. Bleiben wir einmal ganz kurz noch bei Friedrich Merz. Das ist ja doch spannend. Man baut eine zweite Brandmauer eigentlich auf, und zwar zum Bündnis Sarah Wagenknecht, das aus dem Stand wirklich sehr gute Zahlen bekommen hat, sehr gute Werte bei dieser Wahl. Macht es das nicht noch viel schwieriger, in Zukunft irgendeine Mehrheit zu bekommen? Ja, das glaube ich schon. Und ich glaube, insbesondere hinsichtlich der ostdeutschen Landtagswahlen wäre es auch ein Fehler, das Bündnis Sarah Wagenknecht von vornherein auszuschließen. Ich glaube, wir sollten da uns anschauen, was schlägt denn diese neue Partei eigentlich für diese 3 Länder vor? Und dann entscheiden, ob eine Zusammenarbeit politisch möglich ist. Und insofern wäre es ein Fehler, wenn man das für die ostdeutschen Landtagswahlen von vornherein ausschließen würde. Die Brandmauer zur AfD, sie steht, aber wir haben es jetzt am Sonntag gesehen, in ganz Deutschland, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern, die AfD sehr stark. Und was überraschend war, zum ersten Mal durfte man ab 16 wählen. Man ist davon ausgegangen, zuvor, das könnte für die Grünen gut sein, Klimaschutz ein großes Thema bei der Jugend, aber ganz und gar nicht. Die Grünen sind abgestürzt und die AfD ist extrem stark bei den jungen Menschen. Wie können Sie sich das erklären? Also ich freue mich erstmal, dass die Union extrem stark bei den jungen Wählern ist. Das ist natürlich das, worauf wir schauen. Wir haben sehr stark gewonnen bei der jungen Generation, CDU und CSU, stärker als auch die Partei insgesamt gewonnen hat. Und es freut mich, dass wir stärkste Kraft unter jungen Wählern sind. In den vergangenen Jahren hat man manchmal gesagt, dass wir da Probleme haben. Wir zeigen, dass es nicht so ist. Bei den Grünen, ich glaube, die haben sich ehrlicherweise ziemlich absurd verspekuliert. Bei den Grünen dachten, glaube ich, schon der ein oder die andere, dass sie besonders stark werden, wenn die 16-, 17-Jährigen mitwählen dürfen. Die haben die Grünen jetzt besonders abgestraft, kann ich auch gut verstehen, weil natürlich besonders die junge Generation in ihrem Alltag noch mal viel stärker betroffen ist von den negativen Seiten der Migration, von zunehmendem Islamismus, aber auch natürlich Zukunftssorgen hat, was die Wirtschaft, was die Industrie angeht. Und dass die jungen Menschen da nicht die Grünen wählen, das ist ja ganz logisch. Ein großer Faktor spielt aber auch TikTok. Das sagen zumindest manche politische Beobachter. Die AfD ist extrem stark in den sozialen Netzwerken, eben genau TikTok ganz besonders. Glauben Sie, das muss man schärfer beobachten? Es sind zum Teil Inhalte, die doch besorgniserregend sind. Ja, aber man kann es nicht einfach verbieten, genauso wenig wie man Parteien einfach verbieten kann. Also politischer Unmut sucht sich dann am Ende des Tages seinen Weg und wird nicht einfach durch ein Verbot, löst sich nicht einfach in Luft aus. Deswegen bin ich nicht für ein TikTok-Verbot, was aber stimmt, weil TikTok ja unter der Kontrolle der Chinesen steht. Wir müssen es stärker regulieren. Und wenn TikTok nicht die Algorithmen offenlegt, nachdem auch politische Inhalte bewertet und angezeigt werden den Nutzern, da muss man da auch politisch schärfer reingehen. Bei den jungen Leuten ist noch eine Sache aufgefallen, und zwar, dass die etablierten Parteien nicht unbedingt immer die erste Wahl waren, sondern Splittergruppen, die bei der Europawahl natürlich auch bessere Chancen haben. Es gibt die 5%-Hürde nicht. Die sind sehr stark. Volt beispielsweise eine dieser Parteien. Wie ist das zu erklären? Will man einfach was ganz anderes, oder gibt es einfach Parteien, die mehr auf junge Leute hören? Ich glaube, das lässt sich damit erklären, dass vielleicht auch gerade junge Leute, aber die Menschen auch generell dann bei einer Europawahl mal was Ausgefalleneres wählen, als was ihnen schon seit Jahren bekannt ist. Und das erklärt, glaube ich, warum so viele Menschen auch diese Splitterparteien gewählt haben. Klar ist aber für Deutschland, für eine Bundestagswahl auch, am Ende des Tages geht es auch darum, stabile Mehrheiten zu organisieren. Und deswegen macht eine 5%-Hürde bei den Bundestagswahlen natürlich auch Sinn. Was muss sich jetzt in den kommenden Monaten noch ändern, damit die Union noch stärker sein kann, sowohl bei Jungwählern natürlich, aber auch insgesamt bei der Wählerschaft, damit der Abstand dann noch mal etwas verändert werden kann, es einfacher wird, Mehrheiten zu bilden? Also wir müssen noch stärker reingehen beim Thema Islamismus. Ich war selber in Mannheim vor Ort, habe mit Polizisten gesprochen. Das ist was ganz Deutschland bewegt, und zwar über die Parteigrenzen hinweg. Man sieht nur, dass die politische Linke seit Jahren beim Thema Islamismus völlig blind ist. Und deswegen muss die Union dann noch stärker reingehen, weil sich viele Menschen und gerade viele junge Menschen sehr, sehr viel Sorgen machen vor dem radikalen Islam. Zweitens, wir müssen das Thema Industrie wieder in den Mittelpunkt setzen. Das hat die Ampel nicht geschafft. Die Grünen haben gar keinen Bezug zur Industrie, weil sie nie oder viele von ihnen gar nicht gearbeitet haben in der freien Wirtschaft in ihrem Leben.
Und insofern sind das Punkte, die wir stärker nach vorne stellen müssen. Aber natürlich vor allen Dingen muss die Ampel sich fragen, was sie anders machen muss. Wir als Opposition, als CDU, CSU sind, glaube ich, auf Bundesebene auf einem ordentlichen Kurs. Klar kann man immer noch besser abschneiden, aber 30% so stark wie die Bundesregierung zusammen, das ist schon nicht so schlecht. Johannes Winke, danke Ihnen. Danke.